Bis heute gehören Verdun und Stalingrad zu den grausamsten und verlustreichsten Schlachten der Kriegsgeschichte. In diesem Video beschäftigen wir uns mit der Frage, was haben die Soldaten in den jeweiligen Kämpfen getragen, wie waren sie ausgerüstet und was hat sich in den Jahren dazwischen getan. 1916 plante der Chef des deutschen Generalstabes einen Angriff auf die Festungsregion bei Verdun. Ziel war es, die Anhöhen vor der Stadt Verdun zu erobern, die eigene Artillerie darauf in Stellung zu bringen und das Westufer der Maas für die Franzosen unhaltbar zu machen. So wollte man wieder Bewegung in den Krieg bringen. Doch die Schlacht, die nach und nach zu einem Objekt der Propaganda wurde, entwickelte sich zu einem blutigen Ringen um jeden Meter Boden, in dem Hunderttausende den Tod finden sollten. Neben dem massiven Einsatz von Artillerie kamen auch Flammenwerfer, Sturmtruppen und Dysphogen, sogenanntes Grünkreuz, zum Einsatz. Dieser Lungenkampfstoff eröffnete ein weiteres schreckliches Kapitel im Gaskrieg. Doch all diese Waffen vermochten es nicht, die Franzosen in die Knie zu zwingen. Letzten Endes konnte den deutschen Soldaten bei Verdun kein Durchbruch gelingen. Da bei der Schlacht um Verdun die Sturmtruppentaktik immer mehr ausgebaut und intensiviert wurde und auch der Stahlhelm das erste Mal auf den Schlachtfeldern von Verdun getestet wurde, haben wir uns dazu entschieden, euch äquivalent zum Sturmpionier hier noch einmal die Ausführung eines normalen Sturmsoldaten zu zeigen. Wir beginnen mit dem Stahlhelm. Der Stahlhelm wurde das erste Mal im Januar 1916 an die Sturmtruppen, also an das Sturmpionierbataillon Rohr in Verdun ausgegeben. Das waren 30.000 Stück. Der wurde für gut befunden und so wurden dann im April die ersten 1,3 Millionen Helme in Massenproduktion bestellt und auch an alle anderen Soldaten ausgegeben. Um ein, zwei kleine Details zu nennen, wären hier zum einen die Lüftungsbolzen, die sehr markant für den M16 Stahlhelm im Ersten Weltkrieg sind. Und auch interessant, der Kinnriemen war bei diesem Helm nicht am Innenfutter, sondern an der Stahlhelmglocke befestigt. Wir haben uns in einem anderen Video schon mal sehr intensiv mit den Stahlhelmen beschäftigt, sprich vom M16 Stahlhelm bis zum M43 Stahlhelm. Dieses Video findet ihr dann hier oben. Ich trage hier die M15 Bluse, so wie sie im Jahr 1915, daher der Name eingeführt wurde. Die wurde dann nach und nach flächendeckend an alle Soldaten ausgeteilt. Auch typisch für die Sturmsoldaten, genauso wie bei den Sturmpionieren, ist die steingraue Hose mit den Lederverstärkungen an den Knien. Diese wurden angebracht, um quasi den Verschleiß an der Hose zu minimieren. Auch sehr typisch für die Schlacht um Verdun ist zum Beispiel die Trageweise der Schnürschuhe mit Wickelgamaschen. Da das Gelände dort sehr schwer umgepflügt, sehr schlammig war und der Marschstiefel dazu neigte, im Schlamm stecken zu bleiben und so von den Soldaten verloren wurde, das konnte dann bei dieser Trageweise der Schuhbekleidung nicht passieren. Auch sturmtruppentypisch ist die Trageweise der Ausrüstung, sprich ohne Patronentaschen. Ich habe meine Munition komplett in den Schoßtaschen, Handgranaten in den Hosentaschen und in den Rock- bzw. in den Blusentaschen. Dann hier auch auffällig, es wird kein Spaten getragen. Es wurde meist, nicht immer, aber sehr oft auf das deutlich kürzere SG 8488 zurückgegriffen, welches so später in leicht abgewandelter Form auch Verwendung im Zweiten Weltkrieg fand. Ebenso natürlich immer mit dabei die Troddel, die Kompaniezugehörigkeit der Soldaten innerhalb des Regimentes anzeigte und auch eine Art Soldatenehre war. Sprich, wer diese Troddel nicht hatte, war straffällig. Des Weiteren trage ich am Koppel die Gasmaskentasche, den Brotbeutel mit den Trinkflaschen, vorne als Bewaffnung dann eine Leuchtpistole und auf dem Rücken den Karabiner 98 bzw. Karabiner 98 AZ. Aber auf die Bewaffnung gehen wir dann später im Video noch etwas detaillierter ein. Nach dem Scheitern des Angriffs auf Moskau führte die Wehrmacht eine weitere Offensive in der Ostfront gegen die Rote Armee durch. Im zweiten Jahr des Ostfeldzuges war es der Wehrmacht nur noch möglich, eine der Heeresgruppen angreifen zu lassen. Die Planungen zu Unternehmen Blau sahen vor, den Versorgungsweg an der Wolga zu unterbrechen und dann in den Kaukasus vorzustoßen und das sowjetische Öl in Besitz zu nehmen. Hitler teilte schließlich die Heeresgruppe in zwei Teile und befahl das gleichzeitige Erreichen aller Ziele. Die 6. Armee sollte dabei Stalingrad einnehmen. Doch die als einfach eingeschätzte Einnahme der Stadt entwickelte sich für die Soldaten bald zu einem Albtraum. Die Rote Armee verteidigte die Stadt im verbissenen Häuserkampf und krallte sich am Ufer der Wolga fest. Während die Mannstärke der deutschen Divisionen im verlustreichen Kampf Haus um Haus, Keller um Keller dahinschmolzen,
stießen an den Flanken der 6. Armee starke sowjetische Verbände vor und kesselten die rund 300.000 Deutschen und Verbündete ein. Die Schlacht von Stalingrad endete schließlich mit einer katastrophalen Niederlage für das Dritte Reich. Hier sehen wir den deutschen Soldaten, wie er im Häuserkampf um Stalingrad ausgerüstet war. Auf dem Kopf trägt er den Stahlhelm Modell 40. Besonderheit hierbei ein Gummiband, was angebracht wurde, um Tarnmaterial zu befestigen. Häufig sind auch Helmbezüge zu sehen. Oben trägt er eine Feldbluse Modell 40, offen mit dem Kragen des Feldhemds über der Bluse, um ein Kratzen zu verhindern. Als Hose trägt er die Modell 40 Feldhose mit Schaftstiefeln. Und wie wir sehen, wird jede Möglichkeit genutzt, um Handgranaten an der Ausrüstung anzubringen. Charakteristisch für den Kampf um Stalingrad war der vermehrte Einsatz von Beutewaffen. Hier sehen wir eine Pepescha 41 oder wie sie unter der deutschen Bezeichnung lief, MP717R, wobei R für Russe steht, und die passende Magazintasche dazu. Diese Waffe war sehr beliebt, da sie ein großes Trommelmagazin bot und somit im Häuserkampf der MP40 weitaus überlegen war. Und weil die Sowjetsoldaten massenweise mit dieser Waffe ausgerüstet waren, während die MP40 hauptsächlich Gruppenführern vorbehalten war. Des Weiteren ist die Pepescha für ihre Zuverlässigkeit unter den Soldaten bekannt. Auf dem Rücken trägt der Soldat den A-Rahmen, der natürlich häufig in Häuserkampfsituationen abgelegt wurde, zusammen mit den Y-Riemen, hier mit dem Feldspaten hinten eingesteckt, um ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit zu haben. Und ansonsten das Kochgeschirr und die Zeltbahn. Hinten am Koppel hat er ebenfalls seinen Brotbeutel mit Feldflasche und sein Seitengewehr. Die Taktiken im Ersten und Zweiten Weltkrieg haben sich ebenfalls unterschieden. Bei der Schlacht von Verdun war es so, dass die Deutschen zum Beginn der Schlacht sehr starr und schematisch vorgerückt sind. Erst mit dem Eintreffen von Sturmtruppen, die dort erstmalig im größeren Stil eingesetzt wurden, hat sich die Kampftaktik ein wenig verändert. Man ist flexibler geworden, hat andere Waffen benutzt, wie zum Beispiel Flammenwerfer und mobile Maschinengewehre. Und auch der Stahlhelm kam bei Verdun zum ersten Mal dann wirklich auch zum Einsatz in größerer Masse. Und das hat dafür gesorgt, dass die Sturmtruppen teilweise ein bisschen Bewegung in die starren Kämpfe bringen konnte. Man konnte dadurch einige Forts erobern, was dazu geführt hat, dass die Sturmtruppen dann vermehrt auch in späteren Kämpfen eingesetzt wurden. In Stalingrad war es so, dass die deutschen Truppen das Ziel hatten, bis zur Wolga vorzustoßen. Und die Russen haben sich sehr schnell an die deutschen Taktiken angepasst und haben Schwerpunkte gebildet, die die Deutschen dann versucht haben anzugreifen und sind um diese Schwerpunkte herumgegangen. Und das hat dazu geführt, dass russische Einheiten hinter den deutschen Fronteinheiten waren. Und diese haben dann Hinterhalt oder Infiltrationstaktiken verwendet und haben immer wieder die deutschen Einheiten von hinten angegriffen. Deswegen haben die Deutschen sich angewöhnt, zuerst eine erste Welle reinzuschicken, die die Schwerpunkte außen vor lässt. Die zweite Welle hat dann die Schwerpunkte angegriffen und dann musste noch eine dritte Welle, die Reserve, eingesetzt werden, um auch wirklich zu gucken, haben wir jetzt wirklich jeden Hinterhalt oder jeden Keller durchsucht, jedes Haus, jedes Dach, jedes Loch durchforstet. Und dafür war es halt nötig, vor allen Dingen auch gerade im Häuserkampf, dann sehr, sehr viel Munition und auch sehr, sehr viele Handgranaten einzusetzen. Das heißt, man hat wirklich in jedes Zimmer lieber eine Handgranate reingeworfen und lieber einmal mehr um die Ecke geschossen, was natürlich zu einem sehr, sehr hohen Munitionsverbrauch geführt hat. Im direkten Vergleich sieht man auch gleich die ersten Auffälligkeiten in den Unterschieden der Uniformierung und Ausrüstung. Fangen wir beim Helm an. Der Soldat in Stalingrad trägt hier den M40 Stahlhelm, der dann im Gegensatz zu dem M16 Stahlhelm schon ein bisschen flacher war, andere Belüftungsbolzen und ein anderes Innenfutter aufweist. Bei dem Innenfutter, bei dem M40 Stahlhelm, war es zum Beispiel auch so, dass der Kinnriemen direkt am Innenfutter befestigt war und nicht wie am M16 Stahlhelm an der Stahlhelmglocke. Was hat sich zwischen den beiden Konflikten getan? Bei den Blusen sieht man zum Beispiel, dass der Kragen bei der M15-Bluse noch farblich abgesetzt ist, im Gegensatz zum Grundtuch. Das ist bei der M40-Bluse nicht mehr der Fall. Hier hat der Kragen dieselbe Farbe wie das Grundtuch und die Waffengattung wurde hier über die Kragenspiegel gekennzeichnet. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal sind die Taschen. Die M40-Bluse weist hier schon 4 aufgesetzte Taschen auf, also sprich 2 Brust- und 2 Schoßtaschen, wohingegen die M15-Bluse damals nur 2 innenliegende Taschen mit ganz normalem Klappdeckel hatte.
Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist, wie man sieht, an der M15 Bluse sind keine Knöpfe zu sehen. Das nennt man eine verdeckte Knopfzeile. Darauf wurde dann bei der M40 Bluse nicht mehr zurückgegriffen. Alle Knöpfe sind zu sehen und wurden Feldkraut lackiert, was sich mit der Zeit allerdings ein bisschen abgerieben hat. Ein weiterer Punkt, in dem sich die Blusen unterscheiden, ist das Koppeltragesystem, also die Tragehilfe für den Koppel. Bei der M15 Bluse hat man lediglich an den Seiten und hinten an den Schößen 4 Knöpfe, die fest vernäht waren, um den Koppel zu tragen. Bei der Wehrmacht war das dann so, dass man speziell bei der M36 und bei der M40 Bluse ein innenliegendes Koppeltragesystem hatte, in denen dann diese Koppeltrageschlaufen eingehakt wurden, um das Tragen der Ausrüstung bequemer zu gestalten. Bei der Beinbekleidung, bei mir in dem ganz speziellen Fall, trage ich noch eine steingraue Hose mit Lederverstärkung. Diese Lederverstärkung wurde bevorzugt von Sturmtruppen oder sehr frontnahen Truppen verwendet, einfach nur um den Verschleiß des Stoffes ein bisschen zu reduzieren. Im Gegensatz dazu trägt der Wehrmachtssoldat die Feldhose auch in dem feldgrauen Grundtuch, was natürlich ein einheitlicheres Bild formte. Das war im Ersten Weltkrieg erst im sehr späten Kriegsverlauf der Fall, beziehungsweise noch vor Kriegsbeginn. Diese Geschichte wurde dann aber abgeändert, da es kein RAL gab zu der Zeit. Das war zu Wehrmachtszeiten wieder ein bisschen anders. Der Farbton ließ sich nicht erhalten und ergab ein unschönes Bild. Daher wurden im Ersten Weltkrieg sehr schnell die steingrauen Hosen eingeführt. Bei der Wehrmacht war das interessanterweise genau umgekehrt. Da war die Uniform zum Ausmarsch so beschaffen, dass dann noch eine steingraue Hose getragen wurde. Diese wurde dann aber bereits 1941 durch die feldgraue Hose wieder abgelöst. Bei den Schuhen bzw. beim Schuhwerk ist das hier auch wieder eine ganz spezielle Sache. Ich in meinem Fall trage wie im Ersten Weltkrieg, gerade bei der Schlacht am Verdun, sehr gängig die Wickelgamasche, da der Marschstiefel 1866, wie er im Ersten Weltkrieg noch getragen wurde, leider nicht immer auf Größe gefertigt werden konnte und somit auch oft im Schlamm stecken blieb. Daher hat man dann eher auf die Trageweise Schnürschuh mit Wickelgamasche zurückgegriffen. Bei der Schlacht um Stalingrad war der Marschstiefel in der etwas veränderten Variante der Wehrmacht deutlich präsenter, nur dass er in dieser Form, wie man ihn hier sieht, schon die Kriegsmodifikation aufweist. Sprich, er wurde um 2 cm gekürzt, um Leder einzusparen. Auch die Ausrüstung zeigt in den beiden Fällen hier gravierende Unterschiede. Bei mir, also im Ersten Weltkrieg, ist es noch so, dass ich keine Patronentaschen trage, da der Sturmsoldat seine Munition überwiegend in den Taschen aufbewahrt, damit er sich vernünftig auf den Bauch werfen kann und nichts hat, was ihn behindert. In dem Fall trage ich jetzt hier auch rein exemplarisch noch ein Abrissblech. Das widerspricht zwar ein bisschen der Geschichte mit den Patronentaschen, aber wir wollten es euch gerne trotzdem zeigen. Das ist ein sogenanntes Abrissblech und das war dazu da, um bei den Eihandgranaten die Brandzünder besser auslösen zu können. Es ging natürlich auch mit der Hand, aber war bei dem dünnen Draht sehr unangenehm. Daher hat man vereinzelt angefangen, solche Bleche zu fertigen und zu tragen, um das Granatwerfen einfach angenehmer zu gestalten. Weiter trage ich am Koppel das Seitengewehr, was nicht unbedingt typisch war, aber viele Sturmsoldaten haben sich dieses Seitengewehr beschafft. Das ist das SG 8488, so wie es interessanterweise in leicht abgewandelter Form im Zweiten Weltkrieg auch noch getragen wurde. Was auch noch ein schönes Unterscheidungsmerkmal zum Ersten und zum Zweiten Weltkrieg ist zum Beispiel diese Troddel, die am Seitengewehr immer zu finden ist. Das repräsentiert zum einen die Kompaniezugehörigkeit der einzelnen Soldaten im Regiment und war zugleich auch eine Art Soldatenehre. Wer diese Troddel nicht mehr am Seitengewehr hat, war auf irgendeine Art und Weise straffällig geworden und wurde somit quasi bestraft. Auf solche Elemente wurde bei den normalen Soldaten im Zweiten Weltkrieg weitestgehend verzichtet. Auf der Rückseite sieht man folgende Unterschiede. Ich trage zum Beispiel noch den Brotbeutel, also logischerweise den Brotbeutel aus dem Ersten Weltkrieg, der sich in wenigen Kleinigkeiten von dem Brotbeutel des Zweiten Weltkriegs unterscheidet. Bei mir sieht man jetzt noch, dass ich 2 Feldflaschen trage. Das hatte im Ersten Weltkrieg dann die Bewandtnis, dass die Versorgung bei der Schlacht am Verdun mit Wasser
nach diversen Kämpfen und nicht mehr intakten Stellungen nicht mehr gewährleistet werden konnte. Daher wurde dort mehr Wasser mitgeführt. Das war dann bei der Schlacht um Stalingrad ein kleines bisschen anders, auch nicht immer, aber dort hatte man mehr Möglichkeiten, sich Trinkwasser zu organisieren, als es zum Beispiel in Verdun der Fall war. Ein weiteres sehr auffälliges Unterscheidungsmerkmal ist zum Beispiel das Vorhandensein bzw. Nicht-Vorhandensein der Gasmaskendose. Im Ersten Weltkrieg war der Gaskrieg noch eine ernstzunehmende Bedrohung, was dazu führte, dass die deutschen Soldaten oder alle Soldaten sämtlicher Kriegsparteien ihre Gasmasken meist immer am Mann getragen haben. Hier sieht man zum Beispiel noch die Gasmaskentasche 16 mit der Rahmenmaske, die da drin verwahrt ist, wohingegen im Zweiten Weltkrieg die Gasmaskendose komplett fehlt, weil sie schlichtweg nicht benötigt wurde und im Häuserkampf in Stalingrad auch für unnötig viel Lärm gesorgt hat, das in einigen Kampfsituationen den Überraschungsmoment nahm. Wie wir alle wissen, ist im Häuserkampf das Wichtigste, möglichst keine Geräusche zu machen. Deswegen war das auch bei vielen Soldaten der Wehrmacht so, dass die Schuhe mit den Nägeln darin sie bei einigen Angriffen einfach verraten haben. Und wo wir gerade dabei sind, über die Geräuschkulisse im Häuserkampf zu reden, jeder, der solche Stiefel der Wehrmacht schon mal anhatte, weiß, dass die benagelte Sohle sehr viel Krach macht und auf den ebenen Böden der Häuser und Kopfsteinpflasterstraßen in Stalingrad auch nicht für sehr viel Halt gesorgt hat. Das hat natürlich dazu geführt, dass die Verluste oft auch in die Höhe gingen, einfach nur, weil die russischen Streitkräfte die deutschen Soldaten schon vor jedem Angriff teilweise hören konnten. Was auch noch ein Unterscheidungsmerkmal zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg ist, in den ersten Kriegsjahren bzw. im ersten Teil des Zweiten Weltkriegs war auch der Aram oder das kleine Sturmgepäck noch sehr verbreitet. Das unterscheidet sich natürlich optisch und von der Trageweise sehr von dem Sturmgepäck im Ersten Weltkrieg. Darüber hatten wir schon mal ein separates Video gemacht, das verlinken wir euch hier oben. Hier bei diesem Aram sieht man die Trageweise mit Kochgeschirr, dem kleinen Spaten, nicht in der Spatentasche, sondern auch in diesem kleinen Sturmgepäck verschnürt. Dazu wird die Zeltbahn getragen und unter der Zeltbahn ist dann noch die Aram-Kampftasche, in der zum Beispiel die eiserne Ration verwahrt wurde. Kommen wir nun zum wahrscheinlich wichtigsten Unterscheidungsmerkmal der Bewaffnung. Während ich, wie im Ersten Weltkrieg, noch relativ typisch für Sturmtruppen mit dem Karabiner 98 bzw. dem Karabiner 98 AZ bewaffnet bin, ist der Soldat im Zweiten Weltkrieg in Stalingrad aufgrund der hohen Nutzrate von Beutewaffen mit der Pepescha ausgestattet. Das hatte natürlich viele Nachteile, während die Bewaffnung, die ich mit mir führe, nur 5 Schuss fasst, war diese Maschinenpistole zum einen vollautomatisch und mit 71 Schuss im Magazin ausgestattet, was natürlich die Kriegsführung und das komplette Bild des Kriegsschauplatzes maßgeblich verändert hatte und zu komplett anderen Kampftaktiken führte. In einem anderen Video über die Sturmtruppen hatten wir bereits über die Leuchtpistolen gesprochen, die im Ersten Weltkrieg Verwendung fanden. Dies ist so ein Exemplar, das wir es heute zeigen können. Die Verwendung davon war denkbar einfach. Hier unten konnte man quasi den Hahn betätigen und somit die Pistole aufklappen. Oben kommt dann die Leuchtkugel rein. Die wird dann zugeklappt, wird dann gespannt und dann konnten die Soldaten der Sturmtruppen mit einem Schuss quasi ihre Position an die Artillerie weitergeben, um quasi den Angriff weiterhin zu koordinieren. An dieser Stelle vergleichen wir mal die beiden Schlachtszenarien, in denen sich die beiden Soldaten bewegt haben. Zum einen haben wir die Schlacht von Verdun. Da war es so, dass die deutschen Truppen in der Offensive waren, was bedeutet hat, dass die Soldaten vornehmlich das Problem hatten, neben der Tatsache, dass sie gegen Stellungen anrennen mussten und hohe Verluste hatten, dass sie teilweise nur noch in Schützenlöchern gesessen hatten, denn sie mussten quasi unter Trommelfeuer sich neue Deckungen graben und Schützenlöcher ausheben. Und man hat es maximal geschafft, diese Schützenlöcher mit Gräben zu verbinden. Und das war natürlich keine schöne Situation, denn wenn man dann im Matsch, im Trommelfeuer sitzt und da versuchen muss, sich eine Stellung irgendwie auszuheben, das war sehr, sehr schwerlich. Und in der Situation von Stalingrad war es so, dass die deutschen Truppen in ein Stadtgebiet kamen, das zuvor von der Luftwaffe bombardiert wurde, also nahezu komplett zerstört war. Und das brachte nochmal eigene Schwierigkeiten mit sich, denn im Häuserkampf in einer Ruinenstadt hatte der Verteidiger große Vorteile, was vor allem die Tarnung angeht
und natürlich auch, was die Möglichkeit angeht, sich zu verschanzen. Im Gegensatz zu Verdun hat die deutsche Artillerie bei Stalingrad wenig in die Kämpfe eingegriffen. Zum einen lag das an der Nachschubsituation, es gab wenig Artilleriemunition und zum anderen bestand die Gefahr, dass man eigene Truppen treffen könnte. Und ebenso wie die Artillerie hat auch die Luftwaffe nicht in die Kämpfe von Stalingrad eingegriffen, denn es war die Taktik der sowjetischen Truppen, sich so nah wie möglich an die deutschen Stellungen ranzuschieben, um damit die Gefahr für die Deutschen zu erhöhen, ihre eigenen Truppen zu treffen. Bei Verdun war die Situation ganz anders. Da wurde vorrangig von den Deutschen wurden sehr schwere und sehr viele Geschütze, wir reden hier wirklich von über 1000 Geschützen, eingesetzt, um den Gegner zu demoralisieren durch Trommelfeuer. Und auch die französische Seite hat nach und nach im Verlauf der Schlacht immer mehr Geschütze an die Front gebracht, sodass am Ende dieser Schlacht etwa 50 Millionen Artilleriegranaten auf einer sehr kleinen Fläche, wir reden hier von einer Fläche, die etwa doppelte Größe von der Stadt Augsburg hat, verschossen wurden. Und wenn man heute das Gelände in Verdun anguckt, sieht man heute noch, dass dieses Gebiet voller alter Granattrichter ist, die jetzt mittlerweile eine Hügellandschaft geworden sind, die mit Gras überwachsen ist. Aber es gibt viele Fotos aus dieser Zeit und dort sieht man wirklich, dass dieses Gelände quasi in eine Mondlandschaft verwandelt wurde. Verdun und Stalingrad waren beides herausragende Schlachten in den jeweiligen Kriegen. Und es gab auch wirklich innerhalb dieser Schlachten sehr bezeichnende Momente, von denen ich jetzt mal zwei hervorheben möchte. Einmal war es in Verdun der Kampf um die Höhe Toter Mann. Das war ein Hügel, der erobert werden sollte, um von dort aus die französischen Stellungen besser einsehen zu können. Und um diesen Hügel wurde wirklich monatelang gekämpft unter schwersten Verlusten. Das heißt, die deutschen Soldaten haben versucht, den Hügel zu stürmen, sind ins Maschinengewehrfeuer gerannt, wurden mit Handgranaten und Artillerie beschossen. Die Gefechte um die Höhe Toter Mann sind wirklich ein erschreckendes Beispiel und eine der grausamsten Gefechte innerhalb der Schlacht von Verdun. Und der Name Toter Mann kommt woanders her, aber er passt wirklich sehr gut zu diesem Gefecht. Auch die Schlacht von Stalingrad hat einige Beispiele für sehr hartnäckigen und mörderischen Kampf. Da wäre zum einen zu nennen der Kampf um das Getreidesilo, wo sich russische Soldaten wirklich tagelang ohne Wasser verschanzt haben und nicht aufgegeben haben und bis zum letzten Mann gekämpft haben und sich sogar noch einige gerettet haben und durchgeschlagen haben. Oder auch der Kampf um Pawlows Haus. Das war ein Haus in Stalingrad, das wirklich mehrfach den Besitzer gewechselt hat und wo die Deutschen teilweise in den unteren Stockwerken saßen und die Russen im oberen Stockwerk. Und das war wirklich eines der bezeichnendsten Beispiele für den russischen oder sowjetischen Verteidigungswillen in dieser Schlacht. Auf strategischer Ebene kann man sagen, dass die Schlacht von Verdun nicht wirklich im eigentlichen Sinne eine Entscheidungsschlacht war. Es war eher eine Niederlage für die deutschen Truppen, aber sie hatte nicht diese gravierenden Auswirkungen wie zum Beispiel die Schlacht von Stalingrad, nach der es auch für viele Wehrmachtssoldaten und Generale klar war, dass dieser Krieg gegen die Sowjetunion höchstwahrscheinlich nicht mehr zu gewinnen ist. Wenn euch das Video gefallen hat und auch die Gegenüberstellung zwei solcher Schlachtfelder, dann lasst uns doch gerne einen Daumen da. Wenn ihr vielleicht noch andere Vorschläge für Gegenüberstellungen habt oder Wünsche, dann könnt ihr das uns gerne wissen lassen, indem ihr es unten in die Kommentare schreibt. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne auf Patreon unterstützen, damit wir uns solche Uniformen und Ausrüstungsgegenstände anschaffen können. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.